Willkommen. Kennt ihr Therese Concordia Mengs-Maron? Sie war eine deutsche Miniatur- und Pastellmalerin des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit hatten Frauen es schwer, sich als Malerinnen durchzusetzen, doch dank ihrer Künstlerfamilie, ihres Talents, ihrer Ausbildung und ihrer Nähe zu einflussreichen Kreisen gelang es ihr, Anerkennung zu finden. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1725 in Aussing in Böhmen geboren. Sie wuchs mit einem strengen Vater auf, der seinen Kindern dennoch eine gründliche künstlerische Ausbildung gab, sodass sie gemeinsam mit ihrem Bruder Anton Raphael, dem späteren berühmten Hofmaler, und ihrer Schwester Julia Charlotte, die später in ein Kloster eintrat und dort als Malerin weiterarbeitete, früh in die Kunst eingeführt wurde. Schon in jungen Jahren wurden alle drei am Sächsischen Hof als Hofmalerin in Dresden angestellt und erhielt eine jährliche Pension, ähnlich wie ihr Bruder, wobei sie besonders für ihre Miniaturen und Pastellporträts geschätzt wurde. Als sie 21 Jahre alt war, beschloss ihr Vater, gemeinsam mit seinen 3 Kindern Italien zu bereisen. 6 Jahre später zog die ganze Familie dann endgültig nach Rom. Sie arbeitete im Atelier für ihren Bruder, heiratete 1765 Anton von Maron, einen Wiener Schüler ihres Bruders. Trotz ihrer späten Heirat mit 40 Jahren bekamen die beiden 5 Kinder. Im Jahr darauf wurde sie, ebenso wie ihr Ehemann, Mitglied der Accademia di San Luca. Das Paar lebte einige Jahre in Madrid, hielt sich jedoch überwiegend in Rom auf, wo sie Teil eines Netzwerks bedeutender Persönlichkeiten waren. Darunter die Malerin Angelika Kaufmann und der Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann. In Rom verstarb sie 1806 im Alter von etwa 81 Jahren. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil zeichnet sich durch die feine Verwendung von Pastell- und Ölfarben und den realistischen Ausdruck ihrer Porträts aus. Sie malte vor allem Porträts, religiöse Szenen und Miniaturkopien berühmter Werke mit großer Detailgenauigkeit. Zu ihren bekanntesten Werken zählen insbesondere ihre Miniaturkopien nach den berühmten Gemälden von Antonio Correggio, darunter Der Tag und Die heilige Nacht. Diese Arbeiten zeigen ihr außergewöhnliches Talent, große Meisterwerke in kleinformatiger Form detailgetreu und mit präziser Farbgebung wiederzugeben. Neben diesen Miniaturen ist auch ihr Selbstporträt von besonderer Bedeutung. Das Porträt vermittelt feinfühlig eine starke Präsenz, die ihre Persönlichkeit als etablierte Malerin unterstreicht. Insgesamt schuf Therese Concordia Mengs-Maron nur eine geringe Zahl von nachweisbaren Arbeiten. Doch sie hinterließ ein bemerkenswertes künstlerisches Lebenswerk, das Frauen ihrer Zeit den Weg ebnete. Viele ihrer Werke sind jedoch vermutlich in der Werkstatt ihres Bruders entstanden und wurden unter dessen Namen überliefert. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Therese Concordia Mengs-Maron gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten. Und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.